Winter im Süden und dann auch noch unterwegs im Wohnmobil. Mir geht's gut. Naja, auch nicht immer, aber es geht mir schon irgendwie besser. Der Februar in Griechenland ist auf jeden Fall einladender als der in Deutschland. Und auch sonst hat mein Leben hier gerade den ein oder anderen Vorteil. Wobei auch im Wohnmobil oder vielleicht auch gerade hier der Alltag nicht ausbleibt. Mir ist vorgestern mein Lager in der Vorderachse kaputt gegangen. Gar keine Schuhe an. Da bin ich echt so froh, dass ich im Wohnmobil unterwegs bin. Ich sag dir, es ist so cool, einfach nichts vergessen zu können, weil ich immer alles dabei habe. Ich brauche jetzt noch mal einen Motivationskeks-Bissen. Weil ich muss ehrlich sagen, ist gerade nicht so Lust, irgendwem zu erklären, was hier das Problem ist. Boah, das ist geil. Diagnose ist jetzt, ja, das klappert halt, aber das muss man jetzt nicht reparieren. Das ist nicht so wichtig. Aber, und das wusste ich eigentlich schon die ganze Zeit, meine Reifen sind halt voll durch. Also ich habe sie auch gefragt, ob sie mal alles durchchecken können, jetzt wo ich hier auf der Hebebühne auch stand, Bremsen und alles. War mir eh wichtig, weil ich jetzt auch wirklich viel gefahren bin. Das war jetzt echt gut, das alles abzuhacken. Und ja, also Bremsen, alles okay, aber meine Reifen sind absolut durch. Wusste ich auch. Mich hat es gewundert, dass beim letzten TÜV das irgendwie nicht zur Sprache kam. Aber nun ist es also offiziell. Ich habe neue Reifen bestellt. Ich liebe diese Kekse. Die sind gerade cool, auch so zum Kaffee. Also ich trinke ja gar keinen Kaffee, aber stelle ich mir gut vor dazu. Oder zum Tee. Aber eigentlich sind das meine Favoriten. Da sind auch so Nüsse drin. Mega lecker. Da habe ich gerade schon eins gegessen. Ich glaube, ich esse jetzt das hier. Boah, die sind auch verboten hier. Boah, ich glaube, das schaffe ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich esse doch das. Kann mich nicht entscheiden. Letztes Jahr April? War das? Ja, April. März, April. War ich hier in Sacharo einen Monat lang. Und das ist für mich irgendwie wirklich ein bisschen wie nach Hause kommen, wieder hier zu sein. Auch Leute, die ich schon kenne und so. Und der AB-Markt, wo man immer hingeht. So, wenn es blinkt, dann filmt es, ne? Jetzt filmt's, ja. Genau, jetzt habe ich auf Aufnahme. Ich reibe gerade Käse. Und warum? Weil wir Pizza machen. Und das ist voll gut, weil ich habe schon noch nie so richtig Pizza gemacht beim Campen. Jetzt zeigt die Cornelia mir jetzt, wie das geht. Die Sache ist, was mir ja meistens niemand glaubt, ist, dass es halt in Griechenland am Strand einfach Bären gibt. Meine Zeit im Wohnmobil hat ein Ablaufdatum und das fühlt sich ganz komisch an. Also ich habe jetzt noch 3 Wochen. Ich habe einen Termin in Deutschland und ja, generell freue ich mich eigentlich auch auf den Frühling in Deutschland. Aber es fühlt sich immer so komisch an. Und dann denke ich mir immer, mein Gott, also das Wohnmobil, das Leben im Wohnmobil ist so toll. Warum will ich jetzt nach Deutschland? Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, ja, keine Ahnung, was ich weiß. Ja, dass Deutschland auch, das wird auch gut. Frühling in Deutschland, hey, ist doch geil. Oh
mein Gott, ich war im Meer. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass ich heute machen werde das. Weil es ist eigentlich ziemlich kalt, aber die Sonne, die macht es möglich. Ich arbeite außerdem gerade an meiner ausgeklügelten Duschroutine, weil wenn es ein bisschen kälter ist, ist es wirklich ein bisschen doof mit den Haaren. Weil ich muss die halt draußen waschen, weil im Wohnmobil wasche ich die nicht, wenn es so kalt ist, weil dann staut sich so die Feuchtigkeit im Auto. Und dann braucht man sehr viel Wasser. Und deswegen ist es gut, ins Meer zu gehen, dann sind die schon mal nass. Jetzt kommt der Trick. Und zwar habe ich hier eine Wärmflasche, also ich fühle mich schon sehr clever hier, wo ich mein warmes Wasser jetzt drin schon vorbereitet habe. Und hier ist mein Duschsack. Es ist wirklich wieder mutig, was ich hier auf nicht mehr nehme, möchte ich jetzt an der Stelle mal sagen. Hier ist die ganze Zeit so ein Mann, der sich wahrscheinlich auch fragt, jetzt filmt die sich noch beim Duschen. Also was kommt als nächstes? Naja, so. Das kommt jetzt hier rein. Boah, bin ich clever. Dann habe ich hier meinen Duschbrocken. Den kann ich für Körper und Haare verwenden. Und der ist im Boden biologisch abbaubar, das heißt perfekt zum Camping. Der Duschbrocken ist super ergiebig und besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen. Aktuell bekommst du mit dem Code ROSAGOLD außerdem 10% auf das gesamte Sortiment. Das Coole ist, ich habe wirklich jetzt nur super wenig Wasser drauf und das schäumt direkt 1A. Also da habe ich mit anderen festen Seifen schon Probleme gehabt beim Camping, weil du so viel Wasser brauchst, um das Ding aufzuschäumen. Das ist hier heute gar nicht der Fall. Mit Duschbrocken spart man sich die Plastikverpackung und hat somit eine nachhaltigere Körperpflege, die genauso gut schäumt, reinigt und pflegt wie herkömmliche Produkte. Ich habe hier aktuell den Duschbrocken mit Zitronenduft in Gebrauch, aber es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Über den QR-Code oder den Link in der Infobox kommst du direkt zu Duschbrocken und sparst 10% ohne Mindestbestellwert mit meinem Code ROSAGOLD. Viel Spaß! Ich hatte gerade noch so eine schöne Begegnung hier mit einem polnischen Camper, der sehr gut Deutsch konnte. Ich habe gesehen, dass er da gerade irgendwas werkelt, dass er gerade ein Bücherregal baut und Bücher bei sich aussortiert hat. Und jetzt hat er mir einfach 3 Bücher geschenkt. Und die Bücher sind jetzt gerade das Stativ, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Zum Beispiel hier dieses hat er mir geschenkt. Vom Herzchirurgen zum Fernfahrer. Also ein Herzchirurg, der sich entschieden hat, dann auf dem Höhepunkt seiner Karriere LKW-Fahrer zu werden. Und er hat mir auch, also er hat mir noch andere Bücher geschenkt mit 50 € um die Welt von so einem Mann, der sehr lange ohne Geld gereist ist. Und er hat eben mir viel erzählt, dass er früher auch auf Kreta gelebt hat und auf Kreta auch einen Freund hatte, der zum Beispiel ohne Geld von Kreta in die Mongolei getrampt ist irgendwie und zurück. Also hat kein einziges Mal Geld angefasst. Also irgendwie übel spannend und alles auch so Themen, die mich gerade hier beschäftigen. Auch zum Beispiel der Chirurg, der dann LKW-Fahrer wurde, weil das sind gerade irgendwie schon so auch Fragen, die so präsent in meinem Leben sind. Ja, wie ich denn mein Leben irgendwie verbringen möchte. Also ich bin schon irgendwie ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich dachte lange, dass so ein beruflicher Erfolg irgendwie mir halt mega wichtig ist im Leben. Und dass ich das unbedingt brauche irgendwie so, oder als Aufgabe für mein Leben sehe, eine Karriere irgendwie zu machen oder irgendwie beruflich erfolgreich zu sein. Ja, und jetzt habe ich mich aber auch mal so die letzte Zeit gefragt, ob mir das halt wirklich wichtig ist oder warum mir das wichtig ist. Es ist mir wichtig, halt Karriere zu machen, damit, keine Ahnung, einfach um es mir selbst zu beweisen oder irgendwem zu beweisen oder so, wow, keine Ahnung, dass man halt irgendwas erreicht hat in seinem Leben oder ob ich das halt wirklich brauche, ob ich das wirklich mache oder halt nicht. Es war irgendwie eine schöne Unterhaltung mit ihm, die irgendwie auch zum richtigen Moment kam. Jetzt muss ich mal dringend zurückgehen, weil ich wollte heute eigentlich noch den Standort wechseln und ich glaube, Patrick wartet schon auf mich. Voll schräg. Jetzt bin ich hier an dem Strand, an dem ich letztes Jahr so lange war. Ja, der Mensch ist so ein Gewohnheitstier und du weißt ja, wie es hier letztes Jahr war und wo jeder so stand letztes Jahr. Es ist hier eh so bescheuert wie so ein kleines Dorf. Es gibt ja überhaupt gar keinen Landbesitz oder so, gibt es ja gar nicht alles. Aber irgendwie gibt es ja dann doch Bereiche, wo sich gewisse Menschen hier gruppieren. Klingt voll kryptisch. Also hier ist eigentlich halt ein riesiger Strand, an dem halt echt viele Leute jetzt im Winter
viele Deutsche, Franzosen oder alles mögliche. Im Sommer sind die Griechen auch viel hier, denen ist jetzt aber meistens zu kalt, deswegen halt viel ja, Touristen. Hier sind gerade viele Familien, das gruppiert sich ja alles immer so ein bisschen. Familien stehen oft zusammen. Angekommen mit einigen fremden Gesichtern. Bekannten Gesichtern. Ich wollte gerade sagen. Jana, hi. Da ist der Patrick. Patrick hat jetzt noch wie viele Tage? Oh Gott, was ist denn heute? Dienstag. 2 Tage. Ja. 2 Tage hat er noch. Und dann geht meine Fähre. Ja. Genau. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Das hatten wir vor ein paar Wochen schon mal hier bei Jana. Und das ist schon wieder. Wir haben tatsächlich uns 6 Wochen nicht gesehen. Genau. Patrick war ja in der Türkei. Ja. Wie war es denn? Sehr schön. Ja, und der ganze Spaß aus dem Grund, dass ich hier diesen Adapter übergeben muss. Ich bin jetzt Botin. Hier ist nämlich jemand, der ist auf Grundeis, denn er kann sein Handy nicht laden. Genau. Das ist schrecklich, deswegen wollen wir jetzt hier Abhilfe schaffen. Da das so weitläufig ist, fährst du mit dem Fahrrad. Also jetzt wäre ich eigentlich schon schneller gelaufen gewesen. Naja, wieder machst du das jetzt schon, Patrick? Aber naja, ist alles gut. Nein, ist eine schöne Erfahrung, auch mal wieder Fahrrad zu fahren. So, bitte. Danke. Was für ein witziges Déjà-vu, jetzt hier wieder mit dem Fahrrad rumzucruisen. Klopf, klopf. Da liegt doch. Guck mal. Echt, ja? Ja. Brauchst du sowas? Hä? Der weiß schon. Lecker! Hey? Ich koche jetzt Granatapfeltee aus der Türkei. Luxustee. Der war richtig gut teuer. Ja, wir dürfen jetzt noch nichts sagen. Ja genau, ich konnte es ja jetzt nicht sagen. Ja, weil Lucy steht neben mir und die soll ja noch raten am Geschmack, wie teuer der ist. Richtig. Patricks letzter Tag. Ja. Das Wetter Und es regnet. Ist schlecht. Griechenland weint, weil du gehst. Genau. Deswegen machen wir hier einen Familienausflug. Ja, hallo! Hey. Na Cornelia, ja willkommen hier in meinem Laden. Oh. Ja, Hast du denn neu? ja, den habe ich ganz neu, weil ich dachte mir, man muss sich ja breit aufstellen, ne? Wer weiß, was im Internet ist. Hier kommen die Hot Potatoes. Patatas Tiganis. Wow, danke. Du die gekocht? Ja, frisch gekocht im Salzwasser. Boah, Cornelia, du bist Mitarbeiterin des Monats. Yeah. Heute ist Vollmond, deswegen haben wir hier noch an der besten Quelle in ganz Griechenland gehalten, um hier uns das Zauberwasser abzufüllen, mit dem wir alle fließend Griechisch sprechen. Ich bin heute der frühe Vogel, weil ich einen Termin in der Werkstatt habe. Ich bin nicht ganz sicher, weil die meinten, ich soll ab um 9 kommen. Was ist denn ab um 9 in griechischer Zeitrechnung? Da kannst du ja eigentlich nur alles falsch machen. Ich probiere es. Ich fahre jetzt 9:30 los. Das sind meine alten Reifen. 10 Jahre haben sie das Wohnmobil durch die Gegend gefahren. Wahrscheinlich 5 zu viel.
Aber sie haben gehalten. Danke. Wow. Sieht schon schick aus. Es ist ja hier eh ein Dorf. Hier kamen 4 Leute vorbei, die ich auf einmal kannte. Und Mario meinte, Jana, das war auf jeden Fall eine Investition in die richtige Richtung. So fühlt sich auch an. Es fühlt sich richtig gut an. Sag ich mal noch zu den beiden hier tschüss. Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als ich vor, ich glaube schon 4 Jahre her, den Motorschaden hatte. Habe ich damals zum ersten Mal gemerkt, ey, ein altes Auto, das kann schnell beschissen und teuer werden, wenn was kaputt geht. Und dann habe ich bei ATU angerufen und gefragt, wie lange eigentlich so eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker dauert. Und dann meinten die noch, das kostet schon 2, 3 Jahre dauert das. Und dann meinte ich, na gut, dann fahre ich doch weiter in Werkstätten und bin auch bisher immer zufriedener. Da sind sie ja. Hallo! Ich liebe das einfach. Ich liebe das einfach, mein Gott, dass hier überall so Leute sind, die so nett sind. Das ist schön, ja. Ich habe jetzt auf den 3 Metern vom Auto zum Café einen Löffel gekauft. Weil hier jemand meinte, den hat er selber gemacht. Der ist viel zu groß, ich brauche gar keinen Löffel. Aber ich habe 10 Euro ins Handwerk investiert, das ist mir immer wichtig. Ja, sorry, dass ich zu spät bin. Ich habe einen Löffel gekauft. Oh, ja. Hi. Na? Na. Also Patrick? Ich steige nochmal aus. Ich komme natürlich raus. Wirklich? Ja. Ich musste nur eben, ich muss natürlich noch meinen... Du weißt, dass es kalt ist, Ich weiß, aber ich muss ja das Hafenterminal hier reingeben, wo ich jetzt hin muss, sonst weiß ich ja nicht, wo ich hinfahre, wenn ich jetzt losfahre. Ja. Ja! Schön, dich zu kennen! Guck nochmal für uns! Geile Sau! Ich habe gerade zum ersten Mal so ein bisschen Heimweh. Also nicht so richtig, aber ich will jetzt gerne irgendwo hin, wo ich woanders bin als hier. Weil mich gerade irgendwie ein bisschen annervt. Also es war halt die letzten Tage irgendwie hauptsächlich grau und ein bisschen regnerisch und dadurch ist jetzt meine Batterie runter. Ich meine, dafür gibt es alles Lösungen. Ich kann irgendwo hinfahren, es laden. Meine Nachbarn haben sogar einen Generator. Ich könnte auch dort laden. Das ist dann irgendwie ein bisschen nervig, wenn das alles irgendwie so endlich ist, alle Ressourcen. Manchmal nervt das dann. Manchmal ist das voll egal, wenn eh alles gut läuft, dann ist das nicht so wichtig, wenn mal der Strom aus ist, aber irgendwie kommen gerade so Sachen zusammen. Ja, es hat jetzt irgendwie den ganzen Tag geregnet, ich war noch nicht wirklich draußen und jetzt ist, also ich heize gerade, weil es ist nicht mega warm. Jetzt ist auch noch meine Gasflasche leer gegangen, jetzt muss ich die umstecken. Gerade regnet es ein bisschen weniger, das heißt, ich werde jetzt das umstecken. Übrigens hat mir diese Flasche tatsächlich 3 Monate, glaube ich, gehalten oder so. Das ist schon viel. Ich habe die auf jeden Fall vor der Türkei. Scheiße, steht die falsch rum. Ich habe die auf jeden Fall vor der Türkei gewechselt. Aber heute ist Valentinstag. Nicht so, dass mir das irgendwie wichtig wäre, aber wer mich kennt, weiß, ich lasse auch keine Gelegenheit aus, um hier irgendwas zu feiern oder so. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen für Furore gesorgt, in denen ich meine, hey Leute, heute ist Valentinstag, wir müssen noch was starten, wir müssen die Freundschaft feiern. Und deswegen, also
Cornelia hat ja natürlich wieder übertrieben und den besten Kuchen der Welt gebacken. Da komme ich jetzt nicht ran. Aber ich werde versuchen, aus Paprika Herzen zu machen. Und es passiert halt wirklich auch nicht oft, dass man Leute trifft, die man halt wirklich, mit denen man wirklich gerne Zeit verbringt. Das Tolle am Wohnmobil ist ja auch, man kann ja jederzeit wegfahren. Das ist wirklich ein absoluter Vorteil, was Nachbarn angeht. Dass man halt jederzeit einfach wegfahren kann. Ach, romantisch. Gleich, ich mache was Geheimes. Aber ich bin gleich fertig. Du bist der Schnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das merke ich, also das merke ich extrem. Also das merke ich extrem. Und das bedeutet jetzt aber nicht, deswegen das Leben im Wohnmobil ist für mich, das tut mir super gut, aber es ist kein Muss. Also ich weiß, ich komme auch in anderen Umständen, ich komme auch in Deutschland klar, ich komme auch mit einem anderen Umfeld klar. Wenn ich irgendwann mal ein Leben habe, das nicht mehr so frei ist, dann ist das auch okay. Aber ich muss mit den richtigen Leuten einfach mich umgeben. Das ist important. Deswegen bringe ich jetzt hier meine Herzen zu Cornelia und Mario. Die Sonne ist zurück. Ich kann es kaum glauben. Es hat die ganze Nacht so krass geregnet. Mein Sonnenfänger, wo kann man das jetzt sehen? Ja, der macht hier auch kleine süße Regenbögen. Den gibt es übrigens bei mir im Shop. Außerdem findest du auch handgemachten Schmuck bei mir im Online-Shop aus unserer Werkstatt in Deutschland. Zum Beispiel habe ich sehr viel Holzschmuck. Ja, ist das Leben im Wohnmobil jetzt das bessere Leben? Per se nein. Also ich liebe das Leben im Wohnmobil, weil ich dort zu wenig abgelenkt bin von äußeren Einflüssen. So, ich bin viel mehr bei mir. Es fühlt sich für mich sehr viel authentischer an. Ich kann mehr bei mir bleiben, ich kann Entscheidungen leichter treffen. Das Interessante für mich zu sehen ist, dass ich ja hier habe ich nicht wirklich andere Aufgaben wie in Deutschland. Also klar, haushaltstechnisch und so schon und Infrastruktur ist ein bisschen anders, aber so, ich meine, ich mache hier auch Videos, mache ich in Deutschland auch und ich arbeite auch hier, keine Ahnung, an meinem Shop halt, soweit das halt von hier aus geht. Es sind eigentlich dieselben Aufgaben, aber trotzdem merke ich hier mehr, für was ich es mache. Ich versuche halt einfach aus diesem Leben so viel wie möglich irgendwie mitzunehmen für mich. Und das mache ich jetzt auch. Warum ist es jetzt schon wieder grau? Hier hinten, hier ist so ein bisschen blau, habe ich das Gefühl. Hier ist irgendwie, hier ist grau. Ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, auch so beim Reisen und beim Leben im Wohnmobil, ist halt wirklich zu denken, das allein macht mich jetzt glücklich. So, ich wohne jetzt im Wohnmobil, jetzt bin ich glücklich, jetzt ist alles besser. Nee, also das klappt nicht. Das klappt vielleicht mal 2, 3 Monate, aber man hat sich ja dann doch auch immer selbst dabei und egal in welcher Situation man gerade ist, man muss immer das Beste aus dem machen, was man halt gerade hat. Also was anderes bleibt einem ja eh nicht übrig, ne? So viel dazu.